Hallo meine Freunde, hola Madridistas, der nächste Kabineneklat bei Real Madrid. Ich kann das alles nicht mehr. Nachdem diese Kabine einen Carlo Ancelotti im Stich gelassen hat, nachdem diese Kabine einem Xabi Alonso nach einem halben Jahr den Daumen runter gezeigt hat, bekommt Álvaro Arbeloa nicht einmal 30 Tage. Inzwischen nehmen die sich sogar schon raus, den Trainer zu sagen, wer zu spielen hat und wer nicht. Die Beweise waren da, ich hatte sie angesprochen, doch heute werde ich die euch in diesem Video präsentieren. Es ist unglaublich. Naja, Gott sei Dank besteht dieses Video nicht nur aus diesen negativen Informationen, die uns alle fassungslos machen werden. So viel kann ich euch versprechen. Wir haben auch positive Nachrichten, denn Endrick schreibt weiter an seiner Geschichte. Gestern mit dem nächsten Traumtor für Olympique Lyon. Und wir schauen uns auch das berühmte Maskentraining von Real Madrid an, was so viel Interesse in der Welt des Fußballs weckt. Aber dann unterhalten wir uns auch noch über The GOAT. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo wird 41. Eine Legende auf dem Fußballplatz, eine Inspiration für eine Generation, für mich der größte Fußballer aller Zeiten. Er hatte nie die große FIFA-Presse hinter sich, er war nie der Goldjunge, er hatte keine PR-Maschinerie, er hatte nie eine Sonderbehandlung. Im Gegenteil, der FIFA-Präsident hat sich noch teilweise über ihn lustig gemacht. Der General, das werden wir wohl alle nicht vergessen. Doch die wahren Fußballfans, die Straße hat ihren GOAT gewählt. Die FIFA hat ihren GOAT gewählt. Die Fußballfans haben ihren GOAT gewählt. Cristiano Ronaldo. Ein Mann, der bewiesen hat, mit harter Arbeit, Disziplin, Mentalität und purem Willen man alles erreichen kann. Cristiano Ronaldo, ich glaube, ich werde nie die Worte finden, um den Dank auszudrücken, den ich an dich habe. Danke, dass es dich gibt. Danke für jedes Siu, das du mir in meinem Leben geschenkt hast, für jeden glücklichen Moment. Wie gesagt, du bist, bleibst und wirst immer the GOAT von unserer Generation bleiben. Herzlichen Glückwunsch, Cristiano Ronaldo, zu deinem 41. Geburtstag. Und hier sitzt ein Fan, der dir in jedem Spiel die Daumen drückt, dass du auf die 1000-Tore-Marke knackst. Der nächste historische Rekord, ja, für diese Naturgewalt, für dieses Vorbild in sehr vielen Aspekten. Ja, Cristiano Ronaldo, kommen wir von einer Naturgewalt zu einer anderen. Endrick. Was ist das bitte für ein Junge? Wie oft hatte ich euch gesagt, dieser Junge ist kein normales Talent. Dieser Junge wird den Fußball in den nächsten 10 Jahren, zumindest den Sturm, dominieren. Dieser Junge hat in Brasilien Rekorde von Pelé und Ronaldo gebrochen. Der hat mit 17 in Wembley für Brasilien den Siegtreffer geschossen. Der hat gegen Spanien im Santiago Bernabéu getroffen. Das ist nicht einer von vielen. Das ist der Auserwählte. Ja, und gestern hat er es wieder einmal unter Beweis gestellt. Ein absolutes Traumtor. Was für eine Kraft, was für ein Kraftpaket, was für ein Abschluss. Dieser Schuss, der war persönlich. Als wenn der Ball seine Familie beleidigt hätte. Wie geht das? Der spitzelt den am Verteidiger vorbei und dübelt den da unter die Latte, um Himmels Willen. Den letzten Ball, den ich so hart hab fliegen sehen, war eine Ballannahme von Franco Mastantuono. Okay, der war vielleicht ein bisschen mies. Meine Güte, wie kann dieses Real Madrid, wo es uns an allen Ecken und Enden fehlt, diesen Jungen ziehen lassen? Was hat ein Carlo Ancelotti sich gedacht? Naja, ein Carlo Ancelotti hat das ja auch mit einem Arda Güler gemacht. Ich kann es nicht verstehen. Was hat ein Xabi Alonso gemacht? Wie gesagt,
Das Einzige, was ich Xabi Alonso vorwerfe in seiner Trainerzeit bei Real Madrid, ist sein Umgang mit diesem Jungen. Xabi Alonso hat ja zumindest Arda Güler das Potenzial gesehen. Aber wie kann man Endrick so versauern lassen? Ja, Olympique Lyon feiert den Jungen 5 Spiele, 5 Tore, 1 Assist auf direktem Weg zur WM mit Brasilien. Und bei Carlo Ancelotti kann man sich ja nie sicher sein. Ja, nächstes Tor von Endrick. Ja, und wir Madridistas sitzen da mit einem geteilten Herz. Zumindest ist das bei mir so. Ein Teil von mir freut sich für Endrick, für diesen Jungen, diesen sympathischen Jungen, bodenständig, gläubig, spricht keine Ahnung wie viele Sprachen. Ja, toller Junge. Ein anderer Teil in mir denkt sich, wir könnten den bei Real Madrid so sehr gebrauchen. Naja, bin ich gespannt, wie ihr das seht. Lasst eure Meinung dazu in den Kommentaren. Ja, und gestern hatte ich euch ja gesagt, Pintus packt die Masken wieder aus. Ich habe euch gestern in dem Video erklärt, worum es geht, dass die ganzen Messungen stattfinden im Körper, während man läuft. Ja, und dass Pintus, je nachdem, was da rauskommt, direkt einen Trainingsplan erstellt. Ja, und ohne lange zu quatschen, schauen wir uns mal dieses Maskentraining von Real Madrid zusammen an. Ja, Pintus hat gestern ernst gemeint. Gestern war kein Training mit dem Ball, kein Mannschaftstraining etc. Es ging sich nur um die Messung. Und wenn man El Chiringuito glauben möchte, naja, wie gesagt, an sich haben die gute Quellen, sind die Spieler mit dem besten Fitnesszustand in der Kabine von Real Madrid an Platz Nummer 1 Fran Garcia und an Platz Nummer 2 Fede Valverde. Das sind die Spieler, wo ein Pintus sagen kann, mit denen kann er direkt ins High-Intensity-Training. Wer die Spieler mit der schlechtesten Kondition sind, hat El Chiringuito nicht verraten. Weiß ich natürlich auch nicht, ob die diese Information bekommen haben. Ja, das war das berühmte Maskentraining. Ob es was ändern wird oder nicht, ich glaube nicht. Denn jetzt kommen wir zu dem Hauptthema dieses Videos. Ja, und es hat mich fassungslos gemacht. Fangen wir ausnahmsweise mal mit dem zweiten Beweis an. Zu dem ersten kommen wir gleich, das verspreche ich euch. Aber diejenigen, die mit mir im Livestream waren, beim Live-Watch-Along, haben mich gefragt, Mario, machst du noch die Pressekonferenz? Weil oftmals übersetze ich die Pressekonferenz von einem Álvaro Arbeloa. Und um die Zeit zu überbrücken, haben wir die Spieler bewertet. Und obwohl wir nach dem Spiel das Spiel analysiert hatten, die Spieler bewertet hatten, wirklich genügend Zeit noch gequatscht haben untereinander, Álvaro Arbeloa kam nicht zur Pressekonferenz. Ja, und als er dann nach über einer Stunde kam, hatte er ein Gesicht des Terrors aufgesetzt. Das ging so weit, dass sogar die spanischen Medien darüber geredet haben. Ja, schauen wir uns dieses Video zusammen einmal an. Die Mannschaft wurde mit Pfiffen empfangen und während eines Großteils des Spiels waren die Pfiffe konstant. Aufmerksam, ohne zu blinzeln und nickend bei den Fragen. Haben Sie Pfiffe gehört, als Ihr Name aufgerufen wurde? Haben Sie das erwartet? Danke. Ich respektiere das Publikum im Bernabeu sehr und werde Sie immer um Ihre Unterstützung bitten. Es hat fast eine Stunde gedauert, bis Sie in diesen Presseraum gekommen sind. Können Sie uns sagen, Mir geht's gut, vielen Dank für die Besorgnis, aber nein, es war nichts. Entschuldigung, ja? Ich habe Sie lange warten lassen. Das ist ein extrem ernster Arbeloa.
Wir wollten wissen, ob Sie das Spiel Ihrer Mannschaft beunruhigt. Nein, eigentlich nicht. Der im Presseraum die Dinge sehr klarstellte. Ich weiß nicht, ob Ihnen bewusst ist, dass bei Real Madrid nur die Ergebnisse zählen. Man muss vor allem Spiele gewinnen. Sie haben das Glück, einen Trainer vor sich zu haben, aber dem Sie nicht erklären müssen, was Real Madrid ist. Ja, ihr habt es selber gesehen. Kein Gesicht von vielen Freunden. Sehr ernst, sehr seriös, sehr patzig. Also die Antworten immer ganz kurz. Der war angepisst. Der war sauer, der war wütend. Und viele Madridistas, ich eingeschlossen, hab gedacht, das lag an dem schlechten Spiel der Mannschaft. Ich meine, dafür hat ja jeder Madridista Verständnis, dass man nach dem Spiel angepisst ist als Trainer. Und ich dachte, weiß Gott, vielleicht musste der sich erstmal beruhigen, vielleicht gab es eine Standpauke in der Kabine. Ja, und die Standpauke, die gab es. Aber nicht von Seiten des Trainers, sondern von Seiten der Spieler. Ja, ich kann nicht glauben, was ich euch da sage. Aber so ist es. Hören wir uns die Informationen von Cadena SER zusammen einmal an. Wie läuft das Leben des neuen Real Madrid-Trainers Arbeloa, nachdem er die Reserve verlassen und Xabi Alonso ersetzt hat? Um die Hörer auf den Stand zu bringen, die gestern Ser Deportivos in Madrid verpasst haben. Laut unseren Informationen ist Arbeloa sehr nah an den Spielern dran, manchen fast schon zu nah. Sorry, dass ich da schon unterbreche, aber fangen wir damit erstmal an. Er ist sehr nah an den Spielern, manchen sogar zu nah. Also, ein Xabi Alonso war zu weit weg von den Spielern. Er hatte nicht die emotionale Intelligenz oder wie auch immer man das nennt, das Fingerspitzengefühl mit einem Vini etc. Er war nicht nah genug. Und Arbeloa ändert das und jetzt ist er zu nah. Also, dieser Kabine kannst du es nicht recht machen. Aber egal, hören wir mal weiter. Jetzt wird's schlimm. In der Gruppe überraschte es, dass Ceballos in Lissabon keine Einsatzzeit bekam, zugunsten von Cestero. Und das ließen sie den Trainer auch wissen. In der Gruppe überraschte es, dass Ceballos in Lissabon nicht spielen durfte, sondern Cestero. Cestero, dieser Junge, auf den Álvaro Arbeloa vertraut, den er selber aus Castilla hochgebracht hat, wo er selber vor einem halben Jahr gesagt hat, das ist das größte Mittelfeldtalent Spaniens. Und die Mannschaft war überrascht und hat das einem Arbeloa gesagt. Ja, und das scheint übrigens nach dem Spiel in Lissabon gewesen zu sein, denn, kommen wir jetzt zu Beweis Nummer 1, wisst ihr noch, wie verwundert ich war, dass in der Kaderliste gegen Rayo Vallecano kein einziger Canterano war? Wisst ihr noch, wo ich gesagt habe, das wundert mich? Ja, der Kader hat gesprochen. Sie waren verwundert, dass ein Ceballos nicht gespielt hat gegen Benfica, sondern ein Cestero. Und wer wurde am Samstag gegen Rayo Vallecano eingewechselt? Zur Halbzeit. Richtig, Dani Ceballos. Jetzt machen die Spieler inzwischen sogar schon die Aufstellung. Hören wir mal weiter. Nach dem Spiel gegen Rayo war es in der Kabine lange Zeit sehr angespannt, mit technischen und taktischen Differenzen zwischen Spielern und Trainer. Nach dem Spiel war es lange sehr angespannt mit taktischen und technischen Differenzen zwischen Spielern und Trainern. Was für Differenzen? Wer glaubt ihr, was ihr seid? Der Trainer gibt die Taktik vor und ihr habt sie abzuliefern. Ja, aber das passiert, wenn du solchen Leuten den Schlüssel zu Real Madrid gibst. Jetzt meinen die, dass die über dem Trainer stehen. Ich glaube, die meinen das nicht nur, die haben ja auch recht. Die haben gesehen, wir haben die Macht in der Kabine und der Trainer lässt taktisch und technisch so spielen, wie wir das wollen. Oder wir halten ihm hier nach dem Spiel eine Standpauke von einer Stunde. Kein Wunder, dass der in der Pressekonferenz angefressen war. Hören wir mal weiter. Weshalb er erst mit Verspätung im Presseraum erschien. Einige Spieler, mit denen wir sprachen, hatten sich vom Trainerwechsel mehr erhofft. Sie sagen, es ginge nur um Arbeit, Arbeit und nochmals Arbeit ohne Widerrede.
Aber sie fühlen sich, als würde sie der Castilla-Coach trainieren, als stünde der Reservetrainer nur interimsmäßig an der Spitze des Teams. Also, die Mannschaft, ihr habt es selber gehört, hat das Gefühl, Arbeloa ist eh nur ein Interimstrainer. Das ist der Trainer von Real Madrid Castilla. Wisst ihr noch, als ich gesagt habe, wenn Xabi Alonso geht, kommt kein Trainer mit Renommee zu diesem Verein in diese Kabine? Wer tut sich das an? Und wie soll ein Álvaro Arbeloa sich durchsetzen, wenn er bis jetzt nur bei Castilla gespielt hat? Ja, und meine Befürchtung, ja, leider zu 100% getroffen. Die Kabine sieht ihn als Interimstrainer, als Trainer von Real Madrid Castilla. Herzlichen Glückwunsch, Real Madrid. Herzlichen Glückwunsch, Florentino Pérez. Aber es geht noch weiter. Und sie spüren keinen neuen Impuls in der Gruppe. Stopp, sorry, ich unterbreche viel, aber das muss ich nochmal sagen. Die spüren keinen neuen Impuls. Wisst ihr noch, als ich euch gesagt habe, dieser Kabine fehlt es an intrinsischer Motivation? Die schaffen es sich nicht selber zu motivieren. Die brauchen so Schlüsselmomente in Spielen, eine rote Karte, eine Rudelbildung, irgendwas. Ja. Eben habe ich noch über Cristiano Ronaldo geredet. Wie gut so einer mit diesem Charakter dieser Kabine tun würde. Wir haben einen Cristiano Ronaldo verloren, einen Sergio Ramos, Luka Modric, Lucas Vazquez, Toni Kroos. Alles Leute, die Fußball gelebt haben. Die wussten, ich bin hier, um 100% Profi zu sein. Wenn ich irgendwann mit dem Fußball aufhöre, kann ich mich gehen lassen, kann ich was auch immer machen. Aber solange ich Profi bin, gebe ich alles für diesen Verein. Und diese Lebenseinstellung ist dieser Kabine verloren gegangen. Die tägliche Atmosphäre ist viel besser. In Valdebebas herrscht eine völlig andere Stimmung. Und allein deshalb glaubt man im Verein, dass sich der Wechsel gelohnt hat. Die Spannung zwischen Trainer und Team führte zu nichts Gutem, aber wir bemerken bislang zum aktuellen Zeitpunkt keinerlei taktische Änderungen, die das Interesse der Spieler wecken würden. Ich hörte neulich, dass die Spieler vor Arbeloa lieber schweigen, damit Gesagtes nicht sofort bei der Vereinsführung landet. Auch so ein Punkt. Die Spieler vertrauen Arbeloa also noch nicht einmal. Also die benutzen den wie eine Marionette, der hat zu machen, was die sagen, aber die trauen sich nicht, Interna anzusprechen, weil die Angst haben, Arbeloa geht direkt zu Florentino. Funktioniert eigentlich zurzeit irgendetwas bei Real Madrid? Ja, okay, das Wirtschaftliche, aber sportlich, das ist ja Chaos pur. Das ist ja wie ein Huhn ohne Kopf. Es fehlt jemand, der dieses Schiff Real Madrid endlich wieder in die richtige, seriöse Richtung leitet. Wir brauchen einen sportlichen Direktor mit sämtlichen Autoritäten, der entscheiden darf, was da in der Kabine passiert. Florentino Pérez ist zu sehr abgelenkt von dem wirtschaftlichen Aspekt. Und den macht er wie kein anderer auf der Welt. Ich bleibe immer noch dabei. Ein Florentino Pérez muss ein Leben lang bei Real Madrid bleiben. Kümmere dich um den Sport, um den wirtschaftlichen Aspekt. Kümmere dich um die PR, kümmere dich ums Marketing. Du bist deiner Zeit um 10 Jahre voraus. Aber bitte, gib jemand anderem die sportliche Leitung. Was wir da haben, ja, es ist peinlich. Wir wissen, dass Trainerentscheidungen bei Aufstellungen und Wechseln kaum überraschen, da sie so vorhersehbar sind und weil sie wissen, dass Xabi Alonsos Entscheidungen intern für viel Unruhe sorgten. Sie erlebten das mit und waren Teil davon. Und wenn Sie jetzt die Aufstellungen und Wechsel sehen, lächeln Sie zwar nicht, aber fast. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Álvaro Arbeloa war 1 Stunde in der Kabine. Die Spieler haben mit ihm gemeckert über taktische, technische Entscheidungen. Die nehmen ihn nicht ernst, die sehen ihn als Interimstrainer. Ja, jetzt wiederhole ich mich, aber das passiert nun einmal, wenn du Spielern den Schlüssel zum Verein gibst. Ich habe euch letztens gesagt, ich sehe kein Licht am Ende des Tunnels. Und nach diesen Aussagen sehe ich noch weniger Licht. Ich sehe noch mehr Tunnel. Ja, und ich habe heute noch gelesen, dass der Verein zufrieden ist mit Arbeloa und dass er langfristig Trainer von Real Madrid bleiben soll. Harte Zeiten kommen auf Real Madrid zu, wenn sich nicht dramatisch etwas ändert. Ja, das ist meine Meinung.
Auch wenn sie etwas negativ ist, bin ich gespannt, wie ihr das Ganze seht, ob ihr genauso fassungslos seid wie ich. Wenn ja, lasst das bitte in den Kommentaren. Liked dieses Video, teilt dieses Video, hypen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ja, ein Follow hilft immer, würde mir enorm helfen. An diejenigen, die noch nicht teilgenommen haben, gute Nachrichten für euch, nicht so gute für mich. Ich habe bei Instagram immer noch nicht die 1000 Follower erreicht. Das bedeutet, ihr könnt noch teilnehmen am Gewinnspiel. Sobald ich bei Instagram die 1000 Follower habe, wird das Arda Güler Trikot in Blau verlost. Wenn du mitmachen möchtest, lass ein Follow auf Instagram da. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen. Bis dahin. À la Marie!